Die krassen Energien der letzten Tage haben viele von uns gespürt, körperlich oder auch emotional. Was hat Erwachen mit Yin und Yang zu tun? Warum ist es jetzt an der Zeit, das Patriarchat langsam zu beenden? Und wie kannst du dein Erwachen positiv für dich und dein Umfeld gestalten? Wer sich auf seinem spirituellen Bewusstwerdungs-Erwachensweg befindet, kommt nicht umhin, sich auch mit den Relationen zwischen Yin und Yang, zwischen dem Weiblichen und dem Männlichen auseinanderzusetzen. Aus meiner Sicht ist es im Moment so, dass durch die Yang-Energien, die uns aus dem Kosmos von der Sonne erreichen, die Yin-Energien, die urweiblichen Energien der Erde und aller Wesenheiten, die sich auf ihr befinden, angestupst und angeregt werden, sich zu erneuern, um ein neues Gleichgewicht zwischen Yin und Yang, das uns im Laufe der letzten Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte verloren gegangen ist, wiederherzustellen. Das ist aus meiner Sicht, und da kannst du folgen oder auch nicht, wie immer, der wesentliche Aspekt unseres Erwachensprozesses. Was haben wir mit unserer Yang-Energie als Menschen alles an Verbrechen, nicht wissend, was wir tun, an unserer Erde der weiblichen Urkraft begangen? Und genau darum geht es jetzt, dieses Yin und Yang zwischen Himmel und Erde sozusagen wieder in ein Gleichgewicht zu bringen. Wir Menschen, die wir zurzeit, auch wenn wir unsterbliche energetische Wesen sind, Seelen, die zurzeit hier als Mensch inkarniert sind, haben aus meiner Sicht die Aufgabe, indem wir nach innen gehen und unser eigenes weibliches und männliches in die Harmonie wieder bringen, der Erde Unterstützung zu geben, ihr zu helfen, diesen Prozess gut für sich über die Bühne zu bringen. Wir sind untrennbar verbunden mit der Erde zurzeit in unserer Inkarnation. Und machen wir uns nichts vor. Wir haben mit unserer Yang-Energie, mit unserer überbordenden Yang-Energie, sowohl die Männer als auch die Frauen dafür gesorgt, dass wir Unglaubliches dieser Erde angetan haben. Und so ist es jetzt unsere Aufgabe, indem wir unsere weibliche Energie in uns stärken, die Männer wie die Frauen, und in uns in Balance kommen, ganz einfach dafür mit Sorge zu tragen, dass die Erde sich wieder erholen kann. Auch wenn ich anfangs die ketzerische Frage gestellt habe, warum es jetzt an der Zeit ist, das Patriarchat allmählich zu beenden, möchte ich doch darauf hinweisen, dass alles zu seiner rechten Zeit stattfindet. Alles läuft zyklisch. Und jetzt geht einfach ein Zyklus zu Ende. Und dazu gehört aus meiner Sicht auch das Ende des Patriarchats, was die Betonung der männlichen Energie in den Männern wie den Frauen mit all ihrer Aggression, Zerstörung und so weiter, nicht nur in Form von Kriegen zum Beispiel, sondern auch in Form der Zerstörung unseres Umfeldes, in der Form, dass wir Menschen im Grunde nur noch Rädchen im Getriebe der Industrie waren. Ich musste so oft daran denken, an den Taylorismus. Frederick Taylor, ein amerikanischer Ingenieur, hat Mitte des 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts gewirkt und durch Zerteilung der Arbeitsprozesse in der industriellen Welt in kleinste Einheiten dafür Sorge getragen, dass die Effizienz der Arbeitsprozesse schneller werden konnte, mit der Folge, dass die Menschen sich
völlig innerlich entfernt haben von dem, was sie taten und die Sinnhaftigkeit nicht mehr erkennen konnten. Später gab es dann Job Enrichment, Job Enlargement, um das ein bisschen aufzuheben und zu mildern. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie sehr wir an unsere digitalen Gehilfen gekoppelt sind, teilweise sinnentleerte Aktivitäten in den Firmen tun müssen, irgendwelche Listen, Tabellen oder ähnliches auszufüllen, um irgendwie noch mehr Struktur hineinzubekommen in die Prozesse, da sage ich mir, das ist überbordendes Yang. Wer kann das auflösen? Nur wir können das. Und das wird einhergehen mit dem Ende der patriarchalischen, männlichen, energetischen Machtstrukturen. Es kann gar nicht anders sein. Das heißt, die Männer wie die Frauen brauchen eine Balance zwischen männlichem und weiblichem, um der Erde gut zu tun, um dem großen Universum als Gesamtorganismus gut zu tun. Einatmen und ausatmen, das braucht eine neue Balance und auch neue Strukturen der Macht, wie auch immer du die bezeichnen möchtest. Wie kannst du dein persönliches Erwachen für dich und natürlich auch für dein Umfeld am besten meistern? Nach meiner Erfahrung und derzeitigen Erkenntnis geht das am besten, wenn du in dich gehst und erstmal eine Bestandsaufnahme machst. Wie sehr bist du im Machen, Machen, Tun, 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 zum Beispiel im Job? Und wie viel Zeit bist du einfach nur im Sein, im Genießen, im Wahrnehmen deiner Intuition, deiner inneren Bedürfnisse? Denn das ist die weibliche, die Yin-Seite. Das Tun, 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 Struktur und so weiter ist Yang. Ist das in Balance oder bist du im Ungleichgewicht? Und das zeigt sich ganz häufig in Erschöpfung, in Ermüdung, in schlecht schlafen können und. Also, es ist angezeigt, nach innen zu gehen. Ganz gut schaffst du das in Meditation. Ich persönlich, und das mache ich seit vielen Jahren, meditiere täglich, gehe sozusagen in die Verbindung mit meinem höheren Selbst, mit Gott, mit dem Universum, mit dem Kosmos, wie auch immer du es nennen magst, und hole mir von dort meine Inspirationen und auch meine Unterstützung. Das heißt, du musst nicht Hinz und Kunz fragen, kannst du natürlich trotzdem tun, aber was für dich stimmig ist, hörst du in Verbindung mit der geistigen Welt oder auch mit den Wesenheiten aus der Erde, aus der Natur. Sprich mit Bäumen, sprich mit Blumen, sprich mit dem Fluss, an dessen Ufer du dich bewegst. Und auch er und seine Energien werden dir Antworten geben. Wie kommen diese Antworten zu dir? Je nachdem, wie gut deine Wahrnehmungskanäle schon geöffnet sind, auch deine Hellsinne. Das Hören, das Sehen, das Fühlen, das Riechen, das Schmecken, Inneres und auch Hellwissen, weil dich plötzlich eine Eingebung erreicht. Ich verlinke am Ende dieses Videos auch noch ein, zwei hilfreiche Videos von meinem Kanal für dich, wo du dir Anregungen holen kannst. Ich hoffe, das Ganze hat dich inspiriert. Wünsche dir eine gute Zeit und gutes Gelingen beim Meditieren oder beim Sammeln von Erkenntnissen aus deinem Innen heraus. Für heute sage ich erstmal Tschüss.